Worte haben Zauberkraft. Warum wohl sonst gibt es Zaubersprüche? Isabella war als Kind felsenfest davon überzeugt und ließ sich auch von ihren Eltern nicht davon abbringen, ein schillernd weißes Einhorn im Wald gesehen zu haben. Dieser Wald war ein ganz besonderer Ort. Er war damals wie heute voller Zauber und magischer Wesen. Wenn man mit den Augen eines herzvollen Menschen sieht, erkennt man dies sofort. Leider hatten Isabellas Eltern keinerlei Sinn für Übersinnliches. Ständig waren sie mit Buchhaltung und kummervollen Sorgen beschäftigt, anstatt einfach mal im grünen Wald spazieren zu gehen. Dieser lag direkt neben dem kleinen Forsthaus, welches ihr Opa seiner Tochter, Isabellas Mama, vererbt hatte. Eines Tages kam ein Investor und wollte alles dem Erdboden gleichmachen. Isabellas Eltern witterten das fette Geld und waren sofort einverstanden. Doch sie hatten nicht mit den magischen Geisteskräften ihres Kindes gerechnet. Als sie die Botschaft verkündeten, wurde Isabella so wütend, dass sie aus ihren kleinen Nasenlöchern heißen, rosafarbenen Qualm schnaubte. Sie ballte ihre Hände zu eisenharten Fäusten, ihre himmelblauen Äugelein färbten sich in ein tiefes Smaragdgrün, und dann geschah es. Auf ihrer Stirn wuchs ein Horn in Regenbogenfarben. Es verlieh ihr, so glaubte sie, unermessliche magische Kräfte. Und wie durch ein Wunder zog der Investor seine Bebauungspläne plötzlich zurück. Man munkelte, er hätte über Nacht eine unbezähmbare Leidenschaft für seltene Moosarten entwickelt und würde sein Geld nun lieber in ein Kloster in Tibet stecken. Das 50.000 Hektar große Waldareal wurde kurzerhand zum Naturschutzprojekt erklärt, zu einem Urwald, frei von Menschenhand. Nur Isabella wurde es erlaubt, den Wald zu betreten. Allen anderen blieb der Weg auf mysteriöse Weise versperrt. So passierte es, dass Fremde, die sich auf den Weg zum Zauberwald machten, plötzlich komplett vergaßen, wohin sie eigentlich wollten. Sie fanden sich stattdessen glücklich in einer Eisdiele wieder. Andere liefen immerzu im Kreis, und wieder andere bekamen die gewaltigen Kräfte eines Gegenwindes zu spüren, der sie am Vorwärtskommen hinderte. Denjenigen, die Arges im Schilde führten und mit Axt und Säge eindringen wollten, geschah Merkwürdiges. Baumfäller in aller Welt können dieses Phänomen bestätigen. Ihnen fiel ganz gezielt ein großer Ast auf den Kopf, woraufhin sie sich sehr genau überlegten, ob sie dieses Wagnis ein weiteres Mal eingehen sollten. Ein anderer Schlaumeier, ein Wissenschaftler ohne jegliches Einfühlungsvermögen, sein Herz war kalt und seine Wissensgier groß, wollte die Sage um den Wald ergründen. Er kam mit einem Monstergefährt auf 4 riesigen Reifen angefahren, samt einem gewaltigen Baumfresserkran auf dem Autodach. Doch ehe er sich versah, öffnete sich der Boden unter seinen Rädern und verschlang Mann samt Auto. Das Fahrzeug fand man einige Tage später unversehrt wieder. Es hing hoch oben in den dicken Ästen einer Eiche, welche am Straßenrand wuchs. Und so ließ man den Wald, wie er war. All jene, die mit dem Herzen sahen, fühlten, dass es einen mystischen Grund für all das geben musste. Sie erinnerten sich an das Regenbogenhorn von Isabella, nahmen das Wunder dankbar an und pflanzten auf einem brachliegenden Feld einfach ihren eigenen Wald. Ulmen, Eichen, Tannen, Kastanien, Kirsch- und Apfelbäume bildeten bald ein herrliches Biotop für Pflanzen, Tiere und natürlich Menschen. Isabella, damals 7 Jahre jung, freute sich sehr über das neue Grün. Wie von Zauberhand verschwand das Horn an ihrer Stirn wieder. In der kleinen Gemeinde sorgte dieses Wunder natürlich für großes Aufsehen, und seither trägt Isabella den Spitznamen Einhorni. Auch mit ihren nunmehr 43 Jahren wird sie noch so genannt. Ihre Eltern, Kurt und Sonja, waren über die geplatzten Träume weniger erfreut. Schließlich hatten sie sich schon ausgemalt, endlich wieder an ihrer geliebten Isa leben zu können, der Isabella übrigens ihren Namen und ihre leuchtend blauen Augen verdankte. In diesem Ödland jenseits der Berge wollten Kurt und Sonja eigentlich nicht bleiben. Doch es fehlte das Geld für eine Veränderung. So glaubten sie zumindest. Isabella hingegen wusste es besser. Es fehlte ihnen schlicht der Mut.
Sie selbst liebte dieses verzauberte Fleckchen Erde. Jeden Tag war sie zwischen ihren Freunden, den gutmütigen Baumwesen, unterwegs. Sie hielt Ausschau nach den Kapuzenmännlein, den gestreiften Schirmelfen, dem kleinen Einhornhasen und natürlich nach dem schillernden Einhorn selbst. Zu Hause malte sie ihre Abenteuer auf, versah jede Zeichnung mit Glitzerstaub und tapezierte ihre Wände damit. Sobald die Sonne durch das Fenster schaute, funkelte ihr Zimmer wie ein Diamant. So war Isabellas Kindheit. Sie zauberte hier und da Wunder für die Nachbarn herbei, Spontanheilungen, unverhofften Geldsegen oder ein Wunschkind für ihre Tante. Doch als sie mit 18 Jahren eine Lehrstelle antrat und wegziehen musste, verblasste die Magie. Jahre später, mitten im Berufsleben stehend, schien die Zauberkraft gänzlich verschwunden zu sein. Bis zu jenem sonnigen Sommertag. Sie kotzte sich selbst an. Vielmehr kotzte sie die Sinnlosigkeit ihres Schaffens an. Jeden Tag saß sie zwischen Aktenbergen, nahm Telefonate entgegen und organisierte Meetings in einem grauen Anwaltsbüro. Draußen war alles genauso stickig wie drin. Die restliche Zeit am Feierabend nutzte sie nur noch, um sich von der Menschenmasse zu erholen. Was für ein Schwachsinn! Wir sind Sklaven einer mürbemachenden Arbeit, nur um uns eine Wohnung und Nahrung kaufen zu können, dachte sie. Sie saß in der U-Bahn und besah sich ihr graues Wollkleid. Darauf hatte sich ein kleines pinkfarbenes Bonbon festgehakt. »Na prima«, brummte sie. Sie versuchte, das klebrige Ding vorsichtig aus den Wollfasern zu wickeln, als es plötzlich aufplatzte. Bunter Glitter sprang heraus wie aus einer Konfettibombe. Wusch! »Huch«, erschrak sie. Kurz hatte sie die Aufmerksamkeit der Mitreisenden erregt, doch diese verblasste sofort wieder. Während Isabella mit offenem Mund die glitzernden Partikel in der Luft beobachtete, blickten alle anderen bereits wieder starr auf ihre Smartphones. Isabella lächelte und stieg aus, 4 Stationen vor ihrem eigentlichen Ziel. Sie folgte der Glitzerwolke, die vor ihr herschwebte. Mitten durch den Großstadtdschungel. Ein Begriff, der hier völlig fehl am Platz war, da es kaum Bäume gab, bahnte sie sich ihren Weg. Die Wolke führte sie zu einem kleinen Park, der nach Hundekot und süßen Veilchen roch. Dort stoppte sie prompt und verschwand mit einem plötzlichen Husch hinter einem lilafarbenen Busch. Isabellas Augen glitzerten vor Spannung. Ihr inneres Kind flüsterte ihr zu: »Pass nur schön auf, unsere Fantasiereise hat gerade erst begonnen.« Kaum zu Ende gedacht, hüpfte ein kleiner grauer Hase aus dem Gebüsch. Er blieb auf seinen Hinterbeinchen stehen, reckte sein niedliches Köpfchen empor, schnupperte mit seiner rosa Nase und schaute direkt zu Isabella. Dann hoppelte er geradewegs auf sie zu. »Na du?« Isabella kauerte sich zu ihm nieder und nahm ihn behutsam in ihre Hände. Beide schauten sich mit großen Augen an. Und dann sah sie, wie auf der Stirn ihres neuen vierbeinigen Freundes etwas hervorwuchs. Erst war es nur eine kleine pinkfarbene Kugel, doch sie wuchs zu einem Kegel heran, wurde länger und bunter, bis ein stattliches Einhorn auf der Hasenstirn glitzerte. Dann bist du also ein Einhornhase?« fragte Isabella lächelnd. Der Hase nickte und zeigte mit einer Pfote auf Isabellas Stirn, die plötzlich anfing zu kribbeln. Hupsi, dieses Gefühl kannte sie aus ihrer Kindheit. Sie drückte das Häslein zart an ihre Brust und befühlte mit der freien Hand ihre Stirn. »Oh ja«, kicherte sie, »ich glaube, bei mir wächst jetzt auch so ein schickes Horn wie bei dir.« Sie lief zum nahen Springbrunnen, der von Märchenfiguren aus Stein umgeben war, und blickte in den quirligen Wasserspiegel. Ein buntes Horn funkelte genau zwischen ihren Augenbrauen, dort, wo sich unser drittes Auge befindet. »Hurra, es ist wieder da«, jauchzte sie glücklich. Sie ließ das Häslein auf den Boden gleiten und beide sprangen vergnügt um den Brunnen herum. Es war ihr völlig Schnuppe, ob sie jemand für verrückt hielt. »Angstfrei Kartoffel-Einhornbrei«, rief sie übermütig. In diesem Moment wurde ihr klar, dass sie ein Leben voller Freiheit, Freude und Fülle leben wollte.
und dass dies ihr gottgegebenes Geburtsrecht war. Nicht nur für sie, sondern für alle Wesen auf dieser Erde. Sie wollte sich nicht länger in der grauen Sklavenmatrix einspinnen lassen. Sie wollte wieder frei sein und auch andere dazu animieren, sich aus der alten negativen Programmierung zu befreien. Wie das funktioniert? Mittels Magie. Magie in Form von Bildern und Worten, welche die Welt neu programmieren. Im positiven, lichtvollen Sinn. Und so machte sie sich daran, wieder an ihre eigene Zauberkraft zu glauben. Sie gab sich wieder Tagträumen hin, die nichts anderes sind als fantasievolle Bilder, die Wirklichkeit werden, wenn man nur fest genug daran glaubt. Das ist das magisch-magnetische Gesetz der Resonanz. Programmiere dir die Welt, so wie sie dir gefällt. Ganz einfach. Worte haben Zauberkraft. Also sprach sie täglich Zaubersprüche oder malte gute Worte an Hauswände. Von Tag zu Tag wurden es mehr. Mehr Zaubersprüche an den Wänden, mehr Menschen, die sie lasen und lächelten. Menschen, die sich animiert fühlten, selbst schöne Worte auszusprechen. Und so wandelte sich die dunkle Matrixwelt wie von Zauberhand wieder in eine lichtvolle, liebevolle und wundervolle Welt. Schau dich nur um. Du kannst sie bereits überall erblicken. Ende. Epilog. Im Bewusstsein, dass ein jeder von uns sein eigenes Seelenreisetempo hat und keiner von uns jemals wirklich alleine ist, möchte ich dir einen positiven Verstärker für das Jetzt und für alle Zeit mitgeben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Unser Geist ist immer stärker als unsere DNA. Er ist stärker als Fremdsubstanzen und stärker als jede Form von Fremdbesatz. Das, was wir hier besprechen, geht weiter über das Phänomen der Spontanheilung hinaus. Wer tiefer graben möchte, findet wunderbare Wegweiser bei Pionieren wie Dieter Bröers, Professor Dr. Masaru Emoto, Dr. Joseph Murphy, Mario Praz, Byron Katie, Andreas Körber mit seiner Wortkraftschwingung, Christina von Dreien oder natürlich Nikola Tesla. Wenn wir verstehen, dass wir allein durch unsere gesprochenen Worte Emotionen hervorrufen und somit geometrische Muster in uns und um uns herum erzeugen, Muster, die in Schwingung und schließlich in Resonanz gehen, dann halten wir einen mächtigen Zauberschlüssel in der Hand. Heruntergebrochen lässt es sich so sagen: Es gibt die dunkle Magie der niederen Frequenzen, Angst, Panik und Freudlosigkeit, und es gibt die weiße Magie der hohen Schwingung, Hoffnung, Wahrheit, Klarheit, Freude und Liebe. Da wir die Erschaffer sind, können wir alles verändern, in uns und um uns herum. Wir stehen den Entscheidungen oder Schicksalen unserer Liebsten nicht hilflos gegenüber. Wir können sie schützen, indem wir die Kraft unserer Worte als Gebete, Affirmationen oder Heilsprüche nutzen. Wort gleich Frequenz gleich Muster gleich Programmierung gleich Resonanz. Ein positiver Satz, mehrmals am Tag gesprochen, überschreibt ganz einfach unsere alte negative Gedankenplatte. In der bewussten Wiederholung liegt der Zauber des Brainwashings im besten Sinne. Heute beobachtete ich, wie gefrorenes Wasser in Form von Schneeflocken über meine Fensterscheibe rutschte. Jedes Flöckchen ist einzigartig in seiner geometrischen Kristallgestalt, die unendliche Ausdifferenzierung des Seins. Ich habe mit großen Kinderaugen diesem fröhlichen Treiben zugeschaut und dabei folgendes Verslein sprach gesungen: Heilig, 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 heile, 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 heil, heil, heil ist jetzt die Welt, in mir und um mich. Danke. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, in die eigene Kraft zu kommen und das Schwingungsfeld positiv zu beeinflussen. Wasser ist dabei ein hervorragender Speicher und Resonanzkörper. Da nicht nur wir, sondern alle Lebewesen und auch Mutter Erde mehrheitlich aus Wasser bestehen, sollten wir dieses Wissen zum Wohle aller nutzen. Betrachte dies einfach als einen liebevollen Reminder. Ich praktiziere dies nun seit einiger Zeit täglich. Ich nehme an, was geschieht. In dem Augenblick, in dem ich den Widerstand aufgebe, lasse ich los. Im vollen Vertrauen, dass alles einem höheren Sinn folgt. Eckhart Tolle lässt grüßen. Ich bin wohl nun soweit. Wörter sind Schwingungen und somit mathematische Muster, genau wie Gedanken und Emotionen. Frei nach Nikola Tesla. It's all about frequency. Zaubersprüche für dich und mich. Worte haben Zauberkraft.
Warum wohl sonst gibt es Zaubersprüche? Zum Einstieg habe ich hier einige Zaubersätze für dich zusammengestellt. Sie dienen dazu, deine alten, negativen Programmierungen aus Kindheitstagen einfach mit positiven Worten zu überschreiben. Wir alle kennen sie. Diese Sätze wie: Du kannst das doch gar nicht, das geht nicht, du spinnst, aus dir wird nie etwas, was sollen nur die Leute denken? Oder Mama hat dich erst wieder lieb, wenn du... Worte, ob gelesen, ausgesprochen oder nur gedacht, erschaffen Muster. Diese Muster schwingen in deinem Körper, welcher zu etwa 80% aus Wasser besteht. Erinnere dich an Professor Dr. Masaru Emoto, und sie schwingen darüber hinaus weit in das morphische Feld hinein. Sie sind mathematisch und physikalisch berechenbar, denn das ganze Universum schwingt in Zahlen. Von dieser Warte aus betrachtet erschaffst du magische Rechenmuster, denn Gleiches zieht Gleiches magnetisch an. Achte daher achtsam darauf, was du denkst, wie du über dich selbst sprichst und was du daraus machst. Nimm dir einfach einen Satz und schreibe ihn auf einen Spiegel, einen Zettel oder sprich ihn laut aus. Oder verändere die Sätze frei nach deinem Gusto. Alles beginnt mit der Selbstannahme, der Selbstliebe und 2 der wichtigsten Wörter in deinem Leben. Ich bin. Ich bin dankbar. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Ich bin frei und souverän. Ich bin ein einzigartiges Wunder. Ich bin so, wie ich bin, genau richtig und wichtig. Ich bin vollkommen, ganz und gar wunderbar. Ich bin geschützt und beschützt zu jeder Zeit. Ich bin ein unendliches Leuchtfeuer und habe unendliche Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe. Ich bin voller Licht. Ich bin voller Weisheit. Ich bin voller Magie. Ich bin voller Freude. Ich bin bereit für die Liebe. Ich bin bereit für Wunder. Ich bin voller unendlicher Schöpferkraft. Ich bin bereit, all meine Wünsche zu manifestieren. Ich bin bereit, meine magischen Kräfte zu aktivieren. Ich bin mir jetzt meiner übersinnlichen Fähigkeiten bewusst. Ich bin dankbar. Ich bin. Die Zeit der Liebe und des Lichts, des göttlichen Bewusstseins und Einsseins, der Freude und Freundschaft, des Friedens und der Freiheit, der Fülle und Harmonie. Diese Zeit ist jetzt. In, auf, um und mit Mutter Erde und für jedes Geschöpf. So sei es und so ist es. Kawusch. Dein Leben ist pure Zauberei und den Zauberstab hältst du bereits in der Hand. Er muss dir nicht unbedingt als buntes Horn aus deiner Stirn sprießen, um dich an deine Schöpferkraft und deine Vorstellungskraft zu erinnern. Das wahrhaftige Wissen um deine magischen Fähigkeiten ist von essentieller Bedeutung. Darum habe ich dir im nächsten Kapitel auch einige Links über unser Organ Gottes, die Zirbeldrüse, über unsere Herzkraft, über Frequenzen und vieles mehr zusammengefügt. Es gibt so unendlich viel Wunderbares aus der Wissenschaft und Grenzwissenschaft zu entdecken. Schön, dass du hier mit uns allen auf Erden bist und wir dieses große Abenteuer der Seelenentfaltung gemeinsam erleben. Danke, dass es dich gibt.